Es kann keine Energie gewonnen werden oder verloren gehen. Echt? Ja, ich studiere gerade in unserem alten Physikbuch. Und warum? Ja, der Satz von der Energieerhaltung, den kennst Aha. du ja auch. Ja. Von Hermann von Helmholtz. Richtig. Und der Hermann von Helmholtz hat heute Geburtstag. Am 31.08.1821 wurde er in Potsdam geboren. Heute wäre er 200 Jahre alt geworden. Ja, 200, gut. Und ist noch so modern wie damals. Jawohl, der Hermann ist modern. Den Satz von der Energieerhaltung, den hat er in seiner Abhandlung 1847 über die Erhaltung der Kraft noch präzisiert und detailliert niedergeschrieben. Ja, der Vater von Hermann von Helmholtz, der war mit den Wünschen seines Sohnes, der gerne Physik studiert hätte, gar nicht einverstanden. Physik war für ihn brotlose Künste. Naja, okay. Was hat er dann geraten, der Vater? Medizin. Medizin. Ja. Medizin. Und das hat er auch gemacht, hat Medizin studiert, aber seine Liebe hat nach wie vor der Forschung und der Physik gehört. Und so ist er in vielen Fachbereichen auch zum Experten geworden. Er hat dann Physik studiert, er ist in die Physiologie eingestiegen. War er ja prädestiniert, Medizin vorher studiert und Physik. Muskelbewegungen, Muskelstrukturen. Die Psychologie ist ja auch mit der Medizin verbandelt. Naja, mit der Wahrnehmung dann. Mit der Wahrnehmung. Da war er auch Experte, mit der Ästhetik hat er sich befasst und nicht zuletzt auch mit der Akustik, mit der Tonwiedergabe, und da hat er, weil er war begeisterter Klavierspieler, er hat jeden Tag eine Stunde auf seinem Flügel geübt und hat sich mit Harmonielehre und Musiktheorie auseinandergesetzt. Aber das ist nicht alles. Was er noch gemacht hat, und das ist für dich als Fernsehexperte und Entwickler ja tägliches Brot gewesen, er hat sich mit den 3 Farben, den 3 Primärfarben auseinandergesetzt. Also im Rahmen seiner Optikabhandlungen hat er sich damit befasst. Ja. Und ich denke, da kannst du uns etwas mehr erzählen. Genau. Gut, dann schauen wir uns mal an. Ihr werdet das jetzt dann eingeblendet sehen. Die Entwicklung der Theorie des Farbensehens. Der Thomas Young hat 1801, er war auch Physiologe, hat Medizin studiert gehabt, hat sich damit auseinandergesetzt, wie das wohl funktionieren könnte, dass der Mensch Farben sehen kann. Das war ja noch 20 Jahre, bevor der Helmholtz überhaupt geboren wurde. Genau. Und die Zeichnung, die ihr da seht, das war so seine Idee. Er hat angenommen, dass es 3 verschiedene Rezeptorentypen geben müsste. Das kommt daher, dass man damals auch schon wusste über Farbenblindheit, und daraus hat er dann logisch geschlossen, also die Rezeptoren im Auge, dass die Rezeptoren für Farbe sich so verhalten könnten. Und was hier auf der Zeichnung mit 1, 2, 3 bezeichnet ist, das ist jetzt die Vermutung, die er geäußert hat, dass es Rot, Grün und Violett Rezeptoren gibt. Violett, letzten Endes ist es dann als blau bezeichnet worden. Der Hermann von Helmholtz hat viel später dann diese Theorie aufgegriffen und hat die ausgebaut zu einer 3-Farben-Theorie und hat 1867 ausführlich in seinem Handbuch der physiologischen Optik beschrieben. Unter die Zeichnungen haben wir jetzt das Spektrum, das
Farbspektrum des Menschen und auch Primaten sehen können, eingeblendet. Er hatte natürlich, es gab keinen Farbdruck, er hat beschriftet mit ganz auf der einen Seite hier mit Rot und auf der anderen Seite mit V für Violett. Also das hat er vermutet, aber es gab natürlich keine anatomischen und physiologischen Befunde, dass dem wirklich so sei. Und auch der Hermann von Helmholtz hat das natürlich auch zum großen Teil theoretisch bearbeitet. Es gab zwar schon Untersuchungen der Netzhaut, aber die waren natürlich noch nicht so detailliert, dass man die Sensoren hätte klassifizieren können. Ja, heutzutage weiß man ja, hat man die physiologische Bestätigung dieser Young-Helmholtzschen Drei-Farben-Theorie, muss ich sagen, sind mit großer Sicherheit erhalten, indem man Untersuchungen der Netzhaut gemacht hat. Ihr wisst wahrscheinlich, dass es erstmal grob zwei Arten gibt von Bildsensoren auf der Netzhaut. Sind einmal die Stäbchen, die für die Wahrnehmung der Helligkeit zuständig sind. Und das sind um die 100 Millionen Stäbchen. Dann gibt es die Zapfen, das sind die tatsächlich in und um der Sehgrube angeordnet sind, die für die Wahrnehmung der Farbe zuständig sind. Das sind 4 bis 6 Millionen Zapfen. Und man hat festgestellt, dass es tatsächlich 3 Typen von diesen Zapfen gibt. Das sind einmal die S-Zapfen, die blau empfindlich sind. Das ist die maximale Empfindlichkeit, haben die bei 450 Nanometer, also die Wellenlänge des Lichts. Und die M-Zapfen, die für die Grünempfindlichkeit verantwortlich sind, die haben die maximale Empfindlichkeit bei ca. 525 Nanometer. Und die L-Zapfen, die gelb-rot empfindlich sind, haben die Empfindlichkeit, die maximale bei ca. 565 Nanometer. Wobei ja interessant ist, dass die blauen viel weniger sind. Wie die Genau, anderen ja, beiden. also wir sind weniger, nur 10%, und wir sehen auch blau schlechter, als wir zum Beispiel grün-gelb sehen, und deswegen ist es auch für die Deutlichkeit von Schriften oder Warnsignalen, dass man eben auch Farben nimmt, die optimal, also wie gesagt, Grün, Gelb, Rot Geschichte. Oben sind die zum Spektrum dann auch die Augenempfindlichkeitskurven angegeben. Und es ist verblüffend, wie sich deckt mit der ersten Zeichnung, die Young gemacht hat und das Helmholtz dann auch nochmal verfeinert hat, die ganze Geschichte. Aber das sind jetzt nun echte Messungen, während Young und Helmholtz das Ganze ziemlich theoretisch bearbeitet haben. Und die waren ja auch später, das haben die beiden ja gar nicht mehr erlebt, dass das gemessen worden ist, oder? Das weiß ich jetzt nicht, wenn physiologisch das erhattet worden ist, aber ich glaube, die genauen Messungen an Neuronen, das ist erst nach dem, auch von dem Messverfahren, man muss ja überlegen, es gab nicht mal einen Oszillographen zu dieser Zeit, wo man Nervenreize hätte messen können. Okay, gut. Jetzt haben wir das menschliche Farbensehen gesehen. Jetzt kommt die Geschichte, warum ist denn das für uns heute noch so interessant? Das ist das Prinzip der Farbübertragung beim Fernsehen.